Aber egal. Ich halte jetzt laufen. Ich hoffe, ich schaffe es. Wenn ich es nicht schaffe, bin ich gefangen in Charlotte für ein paar Stunden. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Yeah, turn me up. Willkommen zum neuen Video. Ich nehme euch mit auf einen neuen Reisevlog von mir durch Amerika. Ich zeige euch mal, wo wir gerade sind, beim Start der Reise. Hier mitten auf den Straßen in Tennessee. Wir fahren gerade zum Flughafen und die Strecke braucht eigentlich 1,5 Stunden vom Schule bis zu dem Flughafen, wo wir jetzt hingehen. Wir sind seit 3,5 Stunden unterwegs, weil es gab 2 Unfälle vor uns und irgendwelche Destructions, die es nicht gibt, also Bauarbeiten, aber kennt man ja aus Deutschland. Und wir brauchen jetzt noch so 40 Minuten zum Flughafen, sagt Google Maps. Und mein Flug ist Departure in 50 Minuten. Ich habe auch gerade mit der Fluggesellschaft schon telefoniert. Ich meinte, ihr könnt ein bisschen warten und so. Aber wird schwer, denke ich, wird schwer. Aber ich werde auf jeden Fall rennen, sobald wir da ankommen. Und genau, und wohin ich gehe, werdet ihr auch dann später sehen. Ich wurde nämlich von der Schule eingeladen, Visit zu machen. Und genau, das gucke ich mir einfach mal an. Weil ich meine, die übernehmen die ganzen Kosten und sowas. Und deswegen bin ich gespannt. Und es schadet ja nichts, immer eine ganz neue Ecke aus Amerika zu sehen. So weit im Westen war ich noch nie. Und ja, jetzt irgendwie zum Flughafen hustlen und dann gucken, was da der Plan ist. Und genau, wir sehen uns gleich im Flughafen, hoffentlich lebendig und dass wir nicht auf den Straßen für immer hier im Stau stehen. Bis gleich. So, wieder kleines Update von mir hier, was da alles passiert ist. Unglaublich schlimm, unglaublich schlimm. Ich kann es wirklich nicht glauben. Ihr habt kurz gesehen, ich bin hier hingerannt, ich habe versucht alles zu klären. Ich war dann wirklich 15 Minuten vor meinem Abflug am Flughafen. Aber ich musste halt mein Baggage noch Check-in machen und ich habe probiert einfach zu sagen, ja, kann ich sie einmal im Flugzeug nehmen und so, ist schon nicht zu schwer. Weil es war halt wirklich einfach. Die meinen so, nee, geht nicht und sowas. Und du musst ja dein Baggage so früh genug Check-in machen und das war dann schon abgefahren, der Wagen, also bin ich dann da. Ich war nicht sauer, so, ich meine, da kann ja niemand was dafür. Natürlich ein bisschen traurig, weil das Schlimme war dann auch, dann habe ich halt meinen Flug, als ich dann mit denen allen gequatscht habe ich meinen Flug verschoben jetzt, es geht gratis bei American Airlines sogar, auf den später sozusagen, auf den Flug später. Und der Flug später ist schon 2 Stunden, also der kommt eigentlich 2 Stunden, aber der ist gerade 1,5 Stunden verspätet. Was sehr schlimm ist, weil ich muss umsteigen in Dallas und ja, und ich habe eigentlich eine Umsteigezeit von so 1 Stunde 45. Aber wenn mein Flug 1,5 Stunden verspätet ist nachher, habe ich so 6 Minuten Zeit in Dallas und ich werde wahrscheinlich sehr viele sprinten müssen, dann nehme ich auf jeden Fall mit beim Sprinten durch den Flughafen. Und ja, ich versuche halt irgendwie heute Nacht anzukommen bei meinem Ziel. Irgendwann, eigentlich war geplant, dass ich um 7:30 Uhr ankomme. Jetzt, wenn ich meinen Flug alles so bekomme, komme ich um 11 Uhr an. Wenn ich da irgendwas noch verpasse bei meinem hier Zwischenfall, dann ist es natürlich sehr schlimm. Aber nehme ich euch natürlich mit. Und wie gesagt, das Einzige, was ich zu der ganzen Situation sagen kann, ich versuche gar nicht auszurasten, weil es sind Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Deswegen Growth Mindset, sagt man hier in Amerika. Jetzt lese ich ein bisschen, kann ein paar Hausaufgaben noch machen, ein bisschen March Madness gucken. Und ja, wir sehen uns gleich in Dallas. Mal gucken, wie lange ich hier noch warten muss. Und dann hoffentlich sehen wir uns hier zu meinem nächsten Flug, wie ich da rüber renne und es noch schaffe. Bis gleich. So, endlich im Flugzeug. Und gebt euch mal neben mir. Und ich bin einer der letzten, der eingestiegen ist, was ich so gesehen habe. Das könnt ihr sehen. Beide Plätze frei. Einfach nur beten. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, aber einfach beten, dass keiner mehr kommt. Und dann habe ich 3 Stunden diese sehr entspannte Nacht. Ich kann mich zurücklegen, meinen Film gucken. Aber ich sage euch ehrlich, mit dem, was alles vielleicht passiert ist, hast du es auf jeden Fall verdient. Und jetzt, ich gucke die ganze Zeit, bitte kommt keiner mehr, bitte kommt keiner mehr. Ja, beten und bis gleich in der Luft. So, ihr habt es gesehen, ich musste nochmal hinrennen, einfach jetzt zu meinem Gate durch den ganzen Dallas-Flughafen. Ich bin gerade in Dallas. Und genau, ich steige jetzt ein, meine Boarding-Gruppe wurde gerade aufgerufen. Ich wollte euch noch mal kurz ein Update geben. Und dann noch ein Flug und dann bin ich schon am Ziel. Und die ganze Reise bis dahin läuft jetzt seit 12, 13 Stunden. Anstatt geplant 5, 6 Stunden. Aber ja, ihr seht jetzt gleich, wo ich bin. Vielleicht habe ich einen coolen Effekt einzufügen. Kurz ins Flugzeug, Prozedere kenne ich schon. Das wird so oft gemacht. Und genau, bis gleich.
So, guten Morgen, kurz Update. Ich habe jetzt sehr lange geschlafen, 10 Stunden durchgezogen und jetzt Paul und ich sind gerade im Walmart. Ich kann gleich mal Hallo sagen, wenn er will. Warte, das Hallo sagen zur Kamera. Genau, wir sind gerade ein bisschen einkaufen, haben gerade gefrühstückt, bisschen Nubisburg geguckt. Und da, gleich geht's, holt der Colson, glaube ich, ab. Und dann geht's zum Campus, ein bisschen die Schule angucken. Und es ist schon verrückt, weil ich meine, ich als Kentucky-Mensch, und Kentucky, wenn ihr das vielleicht mit den Wahlen so mitbekommen habt, sind halt alles Amerikaner, diese typischen Weißen. Und hier ist schon dieses sehr diverse Berlin, viele Latinos und so. Sehr gut, alles auf Spanisch, kann ich so besser verstehen. Aber ja, jetzt gehen wir mal einkaufen. Walmart auch unglaublich groß, war gleich zu meinem in Kentucky. Und genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich zeige euch mal ein bisschen auf dem Video auch, wie die Schule aussieht, der Campus aussieht. Es ist ein riesen Campus. Ich glaube, die Schule hat irgendwie 8.000, 9.000 Studenten. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, endlich wieder zu Hause. War ein echt langer Tag bisher. Wir haben vorhin ein bisschen eine Campus-Tour habe ich bekommen, habe ich mir ein bisschen die Schule angeguckt. Ich kann erst mal für euch weiterreden hier, ein paar Bilder und Videos einblenden hier irgendwie nebenbei. Genau, unglaublich große Schule. Es war jetzt auch in meiner Liga sozusagen, ich habe letztes Jahr gespielt, das ist ja gleiche Liga, eine der größten Schulen in Amerika, einfach von, genau, wie halt groß der ganze Campus ist. Ja, und das, was auch crazy ist, weil das ja alles so nah an der Grenze zu Mexiko, 85 Latinos, 85, ja, 85% Latinos, da kann ich ein bisschen mein Spanisch-Skills üben. Und genau, und dann haben wir die Schule das angeguckt, dann haben wir noch Pickup gespielt. War gut, ich war sehr, sehr schnell tot. Ich glaube, wegen Flug gestern, ihr habt es ja mitbekommen, wie stressig das war, weil meine Beine sind kaputt. Aber hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Coach war, glaube ich, auch ganz zufrieden. Und genau, und es war auch, wir haben todlang gespielt, 2 Stunden oder so. Alles waren gefühlt tot am Ende. Aber was auch verrückt ist, jetzt neben mir und Paul, den ich schon vorhin gesehen habe, noch zwei andere Deutsche da. Der eine kommt aus Köln, der andere aus Trier. Und es ist auch natürlich nice, einfach sich als 4 Deutsche auf einmal da zu treffen, in Amerika miteinander zu ballen. Aber genau, jetzt, ihr seht schon, ich habe ein kleines Fit angezogen. Und wir gehen jetzt nämlich San Antonio irgendwas essen mit dem Coach. Und ja, ich meinte, es soll ein bisschen San Antonio Local Food sein. Deswegen nehme ich euch natürlich mit und zeige euch, wie das aussieht. Da sehen wir uns jetzt gleich irgendwo in San Antonio. Sagen wir was sagen für deinen Blog. Wie geht's dir? Guten Morgen, diesmal aus Texas jetzt. Ihr seht hinter mir, ist zwar nicht das beste Wetter gerade am Sonntag, aber weil ich bin früher aufgewacht wegen der Zeitverschiebung. Und deswegen gehe ich ein bisschen spazieren, das mir alles angucken. Und es ist auch crazy, weil San Antonio hat so knapp 2 Millionen Einwohner, aber im Endeffekt ist es riesig. Also so von der Fläche her ist alles richtig lang gezogen. Und deswegen alle gucken mich sehr komisch an, sehr dumm an, dass ich um 8 Uhr an einem Sonntag hier auf den Straßen laufe. Ihr seht hier hinter mir ist niemand anderes. Crazy. Und genau, gestern hatten wir noch einen schönen Abend, waren gut essen, ein bisschen mexikanisch gegessen, waren in der Innenstadt, es ist schon krank, es ist so geil, weil wie ihr es wisst, ich habe auch in Spanien gewohnt, deswegen habe ich immer noch die Verbindung dahin und es ist alle spanische Musik, alle reden Spanisch, ich quatsche dann zu Leuten auf Spanisch, die denken natürlich niemals, dass ich Spanisch kann, wenn die so mich sehen, aber ja, deswegen überzeuge ich die vor anderen und ich gehe jetzt, glaube ich, ein bisschen Frühstück irgendwo holen, ich gucke mal, was es hier gibt und dann heute wird auch ein entspannter Tag, gucke jetzt nochmal genau die Stadt an, ich meine gestern Training und alles, habe ich ja viel auf dem Campus gehabt und ja, sehr coole Stadt auf jeden Fall. Und jetzt seht ihr mal noch meinen Weg, den ich hier langlaufen muss, wo ich aber komplett alleine an der Autobahn gefühlt langlaufe. Und ja genau, dann sehen wir uns nachher in der Stadt. So, ihr habt es jetzt kurz gesehen, wir sind gerade durch San Antonio gelaufen. Wir mussten ein bisschen weiter außen parken, weil es dann gratis ist. Und dann haben wir so es gibt so einen Fluss, der durch die Innenstadt geht. Da sind wir lang gelaufen. Oder Paul, willst du kurz Hallo sagen? Sehr schön. Genau, es wird auch echt heiß jetzt langsam. Deswegen gucken wir, was wir nachher noch machen. Vielleicht gehen wir noch an den Pool von Pauls alten Schule. Davor, hä? Aber davor erstmal eine Acai Bowl essen.
Gibt es bei mir in Kentucky nicht, deswegen muss ich die jetzt auch mitnehmen, wenn ich schon mal in einer größeren Stadt bin. Und ja, echt coole Stadt, muss ich sagen. Auch Innenstadt war schön, war halt so ein Tourismus-Ding. Waren halt nur Touristen da, wir haben sogar ein paar Deutsche getroffen. Und genau, aber jetzt nehmen wir euch mit gleich zum Acai Bowl essen. Vielleicht sind die ja besser als die Acai Bowls in Berlin. Und danach dann vielleicht am Pool und mal gucken, wo uns der Abend noch in San Antonio noch hinbringt. Bis gleich. Ihr habt es gerade gesehen, wir waren am Pool. Es sind nämlich 30 Grad, San Antonio, unglaublich gutes Wetter. Und genau, ich habe gehört, in Berlin hat es leider geregnet die letzten paar Tage. Ich will auch keinen neidisch machen. Apropos neidisch machen, ich zeige euch jetzt mal kurz. Wir sind hier The Pearl, das ist so ein Riesenplatz in San Antonio. Ich zeige euch mal kurz, wie das aussieht. Einfach so genau, wo jetzt viel, ich meine, Sonntag sehr voll, alle Mexikaner chillen hier. Und genau hier Chris Paul. Genau. Das ist jetzt so mein letzter Abend hier schon in San Antonio. Gehen wir gleich beim Coach ein bisschen Barbecue essen. Der hat das auf den Grill geschmissen. Und dann ja, es geht auch gerade ein bisschen Trouble, wo es jetzt die nächsten Tage hingeht, aber dazu später mehr. Und genau, jetzt erstmal noch den Abend in San Antonio genießen. Und ich hoffe, ihr genießt ihn in Deutschland, Berlin, wo auch immer ihr seid. Wir sehen uns. Little stars. There's not very many in the sky tonight. Ah! Oh, was ein verrückter Tag war das heute. Wir haben, wie gesagt, jetzt so ein bisschen Barbecue beim Coach essen. Der hat einen kleinen Sohn, der ist glaube ich 7, unglaublich hyperaktiv und einen Hund. Haben ein bisschen gequatscht, war echt ganz nett. Echt cooler Coach, der hat auch schon die ganze Welt gesehen. Der hat 11 Jahre in Istanbul, irgendwie war der von der Nationalmannschaft zu Leiter, also von der Jugendnationalmannschaft, deswegen echt cool. Cooler Typ, schlauer Coach, auch wieder Basketball quatscht, auch gerade March Madness war heute. Das sind ja die ganzen First Seeds im Final Four. Das Final Four ist ja sogar nächste Woche in San Antonio. Aber da bin ich dann leider schon wieder weg. Und ja, jetzt Schlafenszeit. Es ist, ich zeige es euch, damit ihr mir glaubt. Es ist jetzt, guck mal, seht ihr, ich hoffe, ihr seht es. Es ist jetzt fast 12 Uhr. Und mein Uber, der hat Coach ein Uber für mich bestellt, kommt morgen um 4:30 Uhr. Aber ich habe jetzt 4 Stunden zu schlafen. Und dann geht es zum Flughafen und dann mal gucken, wo meine Reise morgen hingeht. Dazu aber morgen denke ich mehr. So, guten Morgen. Wie versprochen sind meine Augen sehr zu. Ich bin sehr müde, es ist jetzt 6 Uhr. Mein Uber-Fahrer hat mich so um 4:30 Uhr abgeholt. Ich bin um 4:27 Uhr aufgewacht. Also der Uber-Fahrer hat zum Glück gewartet, weil die Schule hat für mich das Uber bestellt und dann wäre es sehr schlimm gewesen, hätte ich den irgendwie verpasst. Aber ja, jetzt bin ich am Flughafen in San Antonio. Mein Flug nach Charlotte kommt gleich. Und ja, da ich habe schon Nachrichten bekommen, dass es so schlechte Wetterbedingungen in Charlotte gibt, deswegen es irgendwie Probleme geben könnte. Hoffentlich nicht. Aber ja, ich schlafe den Flug auf jeden Fall durch und ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich in Charlotte. Ja, und ich gehe jetzt zu meinem Boarding Gate 8. Maintain control of your carry-on items. So, Production of in dangerous Charlotte particles. gelandet, eine halbe Stunde zu spät. Ihr seht, ich muss wieder zum Gate rennen. Von Gate C zu Gate E. Any suspicious persons or Steht eine Anzeige, dass es 13 Minuten laufen braucht. Ich habe 4 Minuten zum Sprinten. Das ist dieses Cardio einfach, die ich machen muss. Aber egal. Ich halte das Laufen hin. Ich hoffe, ich schaffe es. Wenn ich es nicht schaffe, bin ich gefangen in Charlotte für ein paar Stunden. Ich habe unglaublich verkackt. Ich bin so falsches Gate gelaufen, ihr habt es gerade gesehen. Ich seh das Gate. Ich war da, ich habe direkt Video mit euch gemacht. Ich habe es geschafft, ist das. Ich habe es geschafft. Und ich weiß nicht, ich habe 10 Unfälle gemacht. Ich habe fast 17 Menschen umgebracht, weil ich gegen die gelaufen bin. Ich bin jetzt aber da. Oh shit. Ich drehe mich um, ich sehe die falsche Nummer. Ich gehe zum Gate, wo ich eigentlich bin. Da steht Flight Closed. Ich sage, fickt jetzt. Ich bin zum falschen Gate gelaufen. Und weil ich jetzt Vlogs machen muss, wegen euch habe ich es verpasst. Deswegen, hit the follow button. Abonniert, liked. Guck mal, wie viel ich mit euch mache. Wegen euch habe ich meinen Flughafen verpasst. Aber ja, ich will niemanden blamen. Jetzt zum Service gehen.
Mal gucken, wann mein nächster Flug ist. Hoffentlich, bitte, ich muss nicht zu lange warten, ich halte dich auf dem Laufenden. Das ist mit Abstand die verrückteste Reise, die ich je hatte in meinem Leben. 3 Flüge, alle 3 bisher verpasst. Und zu allen 3 bin ich gesprintet. Schneller werden. Ich muss schneller werden. So, kurz Update. Ich hoffe, meine Karma-Punkte werden kommen. Es wurden jetzt 2 Leute, konnten von unseren 4 Leuten, die auf der Warteliste waren, von 2 Leute halt einen Platz bekommen. Und ich war halt, weil ich der Erste war oder der Zweite war, hatte ich meinen Platz schon sicher und habe ich die anderen beiden gefragt, ob die in der Rush sind. Und der eine war so ein süßer Typ, der war sein Vater. Und der meinte, er ist extra jetzt dahin geflogen, um seinem Sohn nochmal irgendwie Tschüss zu sagen oder den nochmal zu sehen. So ein ganz netter Typ. Und genau, dann habe ich halt gesagt, kannst du ruhig mal Platz nehmen, wenn es für seinen Sohn ist, weil der jetzt irgendwie ans College geht und er wollte halt noch mit ihm dahin fliegen und dafür braucht er den Anschlussflug. Und dann genau, ich hoffe, meine Karma-Punkte bekomme ich. Ich warte jetzt noch 2 Stunden am Flughafen, für mich macht es wie gesagt keinen Unterschied. Genau. Und ich hole mir jetzt irgendwas gut zu essen, mache ein paar Telefonate, gucke vielleicht einen Film und dann hoffentlich Karma, wenn du zuguckst, hab mich. Und ja, wir sehen uns jetzt, wie ich noch am Flughafen ein bisschen rumlaufe und dann in 2 Stunden einen Flug nehmen. Endlich in Kentucky angekommen. Entspannter Flug, was aber verrückt war, ist, man hat aus dem Flugzeug gesehen, dass Überschwemmungen, weil es so viel geregnet hat die letzten Tage, wo ich nicht da war, dass es Überschwemmungen gab. Und ich hoffe mal, es klappt einfach gut, dass wir heute entspannt nach Hause kommen. Deswegen, ich manifestiere, dass alles super wird. Und ja, ist gutes Wetter hier, ich freue mich jetzt. Ich warte wieder auf meinen Homie, der mich abholt. Und ja, ich hoffe, euch hat die Reise gefallen, es mitzuerleben, so ein Visit. Ich meine, ich habe nicht super viel vom Campus gezeigt, aber ich meine, San Antonio, coole Stadt, bisschen gequatscht, wie das so aussieht und so. Genau, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mal Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Wenn ihr noch andere Reisen von mir sehen wollt, wenn euch so Reisevlogs gefallen, kann ich mal hier irgendwie einblenden. So zu anderen Reisen, die ich gemacht habe. Ich war ja einmal in New York und dann in Boise State und so habe ich ja vieles schon gesehen von Amerika jetzt. Und genau, ich zeige euch mal kurz die Rückfahrt in Kentucky, gleich im Outro mit der Kentucky Anthem. Aber ansonsten, danke fürs Zugucken, macht mir immer Spaß, euch vieles zu drehen. Ja, was eine wilde Reise, würde ich sagen.